herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich hatte euch ja gefragt, wie ich euch diese zwei kleinen Bilder vorgestellt hatte mit dem Schmetterling und dem kleinen Fuchs, ob wir dazu nicht ein Paint with Me machen sollten. Und ja, die Mehrheit hat gesagt, gerne mit dem kleinen Fuchs. Und ich dachte, dem Ganzen komme ich mal nach. Die Bilder hatte ich euch ja vorgestellt. Die habe ich von Amazon gekauft gehabt. Und ja, hier um den kleinen Mann geht es. Der kleine Fuchs, der liest. Ich bin mal gespannt, weil das sind 16 Farben, wie das nachher rauskommt. War ein kleines Toolkit Standard mit dabei. So ein kleiner Aufhänger, den man sich hinten dann dran kleben kann zum Aufhängen. Oder auch, hier seht ihr es ja, zum Hinstellen. Das ist ein normaler Plastikrahmen mit so einem kleinen Plexiglas drin. Und da kann man nachher das Bild einfach reinmachen und aufhängen. Ja, finde ich sehr interessant. Und goldig, so für sich die Zeit mal zu vertreiben. Super süß. Ja, wie gesagt, wir haben 16 ganze Farben, einmal Zahlen und Buchstaben. Und ja, ich dachte, wir painten eins nach dem anderen. Jetzt bin ich gerade mal am gucken, weil ich gucke immer gern, was am meisten drin ist, und mit der Farbe starte ich dann immer, weil ich die Folie bei so kleinen Bildern immer komplett abmache. Ja, ich würde dir sagen, das ist einmal die 2. Ich hatte erst überlegt, ob ich das Ganze in Döschen fülle, aber ich glaube, bei dem kleinen Bild ist das nicht so notwendig. Ja, starten wir einfach. Einmal mit der 2. Ich schneide mir das jetzt ab, mache das Ganze in ein Schiffchen rein und vielleicht schütte ich es dann, wenn die Zahl gepaintet ist, in die Döschen. Also hier rein. Falls ich die Zahl dann noch mal brauche, dass es mit drin ist sozusagen. Das ist die 311. Also DMC in 311. Hier habt ihr ja nur draufstehen, einmal die Bildnummer und diese fortlaufende Nummer von vorne von der Legende. So, schauen wir mal. Nehme ich das große Schiffchen. Da klebt noch ein bisschen Wachs. Dann kommt die da jetzt rein. Und den hier lege ich einmal rüber. Ich habe jetzt die 2 genommen, weil die mir hier oben halt am meisten ins Auge gestochen ist. Und deswegen habe ich mich jetzt für die 2 entschieden. Und dann habe ich halt geguckt, hier die Nummer, da ist das Symbol zum Painten, ist die Nummer 2. Und dann habe ich mir hier die Nummer 2 einfach abgeschnitten. So, dann kommt jetzt einmal die Folie runter, aber bevor ich das mache, nehme ich mir noch kurz ein Stiftchen und markiere mir die Folie, damit ich weiß, was vorne ist. So.
Der Stift ist jetzt zwar von beiden Seiten, weil es ja eine Folie ist, zu sehen, aber ich kriege ihn sozusagen auf der einen Seite immer so ein bisschen weggemacht und dann weiß ich, dass das die Oberseite ist sozusagen. Ja, noch ein Stiftchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da genug drin habe. Und dann hole ich euch natürlich noch ein bisschen dichter, dass ihr natürlich auch mitschauen könnt, richtig. Ich muss gerade noch mal gucken. Und dann so müsste das doch gehen für euch. Doch. Ja, ich bin selbst mal gespannt, wie hier der Fuchs rauskommt. Ich meine, ich hatte zwar schon so kleinere Bilder, aber trotzdem, hier sind ja viele Details. Also das Buch zum Beispiel, hier die Kerze, die Lichter sozusagen hinten drin, diese Lichtscheine oder Sterne, je nachdem, wie man möchte, sind da mit drin. Und deswegen bin ich da sehr gespannt, ob der auch in diesem kleinen Format, also hier oben steht ja 18 x 18, ob der da ganz gut rauskommt oder ob das eher Mist ist. Ja. Deswegen dachte ich, da kann man ja schon ein Paint with Me machen und ihr hattet ja wie gesagt auch Lust darauf. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch mit. Denn es ist ja auch immer mal schön zu sehen, wenn ich euch die Sachen gezeigt habe, dass ihr auch mal seht, wie sie fertig aussehen. Ich meine, das mache ich halt nicht bei allen Bildern. Bei dem Alice-Bild von Finira habe ich es ja zum Beispiel auch nicht gemacht. Das Bild ist fertig, das hängt auch an der Wand. Oder bei diesem Mystery Osterkalender von Pichu Moon Art. Der ist auch fertig und hängt an der Wand. Aber das sind halt Sachen, die habe ich euch zwar so vorgestellt, also das von der Finira auf alle Fälle, aber von Pichu Moon Art, das hatte ich euch nicht gezeigt. Aber die Sachen sind fertig und die hängen an der Wand zum Beispiel. Ja. Und ich bin ja jetzt momentan auch noch nebenbei die Nymphe von Finira am Painten, genauso wie das Mädchen mit dem Hut. Das habe ich vor kurzem auch nicht, habe ich glaube ich gestern angefangen. Das habe ich aber auch aufgenommen, das Kitting Up, damit ihr da auf dem neuesten Stand mit dabei seid. Ja. Ja, aber das sind so Projekte. Ein Teil ist fertig, ein Teil läuft noch. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, denn je nachdem, worauf ich Lust habe, das Bild hole ich halt. Und dann wird das gepainted. Aber so viele angefangene habe ich auch nicht, weil irgendwie, wenn das dann zu viel ist, setzt mich das ein bisschen unter Druck, weil ich die Sachen halt auch fertig haben möchte dann. Ja, und ich dann immer denke, jetzt sitzt sie hier ewig an dem Bild dran, aber das ist halt nicht der Fall. Wie gesagt, das ist das Mädchen mit dem Hut, habe ich jetzt angefangen. Und die Nymphe, die laufen jetzt. Was noch nebenbei läuft, ist meine kleine Meerjungfrau mit den Quallen. Aber das ist ja ein Bild mit mehr als 100 Farben. Und dann nehme ich ja an dem Facebook-Event dran teil, Diamantenzauber. Und das hat bis Ende des Jahres, werde ich da immer mal wieder ein bisschen painten.
Also das ist zum Beispiel kein Bild, wo ich mir denke, oh je, du musst fertig werden, sondern das wird wirklich so gepainted, wie ich Lust daran habe. Ja, also ja, immer wie es passt einfach. Genau. Ja. Und bei so kleinen Bildern hier jetzt bei dem Fuchs, da lege ich wie gesagt immer eine Farbe nach der anderen. Und bei den größeren Bildern gehe ich halt schon hin und schaue, dass ich mir Felder markiere und dann lege. Ja, je nachdem, wie es da ist. Wobei ich sagen muss, bei der Nymphe habe ich es unterschiedlich gemacht. Einmal habe ich mir Felder in einem gewissen Format zugeschnitten und die Folie dann abgezogen. Und dann bin ich wieder hingegangen und habe nur die Folie hochgehoben und gerade da gepaintet, wo ich Lust hatte. Also sehr, sehr unterschiedlich dieses Mal. Was aber nicht schlimm ist. Also das wird wirklich dann so gemacht, wie man mag. Da gibt es ja keine Vorschriften, wie man am besten paintet, sondern das kann ja jeder immer so machen, wie er das gerne möchte. Genau. So. Und ich bin auch jemand, ich sehe das ja jetzt, ich drehe mir die Sachen, je nachdem, wie ich das gerade brauche, wird das gedreht und gewendet, auch bei den großen Bildern. Ich weiß gar nicht, wie macht ihr das, wenn ihr die großen Bilder habt? Lasst ihr die dann über den Tisch hängen, also über die Kante, oder rollt ihr das auf? Wie macht ihr das? Denn ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja schon mal mein Bild sozusagen über die Tischkante hängen lassen, wo noch die Folie drauf war und noch nicht gepaintet war. Und habe dann den Abschnitt vor mir sozusagen gepaintet und auf meinem Schoß lag sozusagen die ungepaintete Fläche, also über die Kante drüber. So. Aber irgendwie habe ich ganz dappisch wohl gesessen. Auf jeden Fall hatte ich nachher die Tischkante als Knick drin in meiner Leinwand. Und dann dachte ich, ach, das ist ja auch, naja. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie macht ihr das denn? Also habt ihr da einen bestimmten Trick, den ihr habt, wo ihr anwendet, oder ja, rollt ihr komplett auf und paintet dann nur sozusagen, rollt euch das dann immer wieder ab, wenn ihr paintet? Oder wie macht ihr das? Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar unterschiedliche Methoden auch gesehen. Aber wie gesagt, dieses über den Tisch hängen lassen war bei mir, vielleicht habe ich mich da auch zu blöd angestellt. Das hat nicht funktioniert bei mir. Da war ich nicht so gut. Ja, deswegen, ich habe das meistens so komplett auf dem Tisch liegen, wenn es drauf passt auf den Tisch. Und ja, painte dann. Auch wenn die Sachen dann größer sind oder auch Flächen sind, wo ich nicht drankomme oder schwieriger drankomme, dann ja, wird sich halt mit dem langen Arm gestreckt, bevor ich mich da irgendwie wieder auf die Leinwand drücke sozusagen. Ja, ich meine, der Knick ist nachher da bei der Leinwand, bei der besagten auch wieder rausgegangen. Aber ja, ich fand das halt irgendwie nicht so hübsch. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es da noch was anderes, wie man das machen kann. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal Bescheid sagen,
Das würde mich freuen, denn ich lerne immer gern dazu. Vielleicht gibt es ja einen gewissen Trick oder Kniff oder irgendwas. Und dann kann man das ja mal noch ausprobieren, wenn ihr mir da Bescheid sagt, wie ihr das mal macht. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt legt sich das ganz gut. Das ist schön. Ihr habt zwar hier kein vorgegebenes Raster, also ihr habt nur die leichte Markierung von der Zahl, was aber ja auch nicht schlimm ist, denn ihr seht, die Steine passen. Das finde ich ganz gut. Und es legt sich auch alles schön. Die Klebkraft ist gut. Es lässt sich noch ein bisschen was schieben und korrigieren. Was ich ja auch immer ganz wichtig finde, dass man da noch ein bisschen Spielraum sozusagen hat. Und nicht, oh, der Stein liegt und fertig ist die Sache. Ja. Ich dachte hier mit dem Bild, da machen wir vielleicht dann, ja, dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit und dann weiß ich nicht, soll ich es fertig machen und euch dann fertig zeigen oder möchtet ihr noch mal ein Paint with Me oder ein Finish, wo wir das dann zusammen fertigstellen, also dass ich das dann noch mal in ein Video packe und es dann sozusagen mit euch zusammen fertig wird oder ja, weiß nicht, wie möchtet ihr das denn? Also könnt ihr mir auch gerne mal Bescheid sagen. Da bin ich offen. Ich dachte erst, ich mache so ein Video, wo ich euch immer jetzt dann mitnehme. Vielleicht ist das ja auch was und ihr habt da Interesse dran, dass ich halt das komplett aufnehme, bis das Bild fertig ist. Aber das dauert dann halt immer ein bisschen länger, um das dann fertig zu machen, das Bildchen. Aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr daran ja auch Interesse. Ja, könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr möchtet, sozusagen, dass wir jetzt einen Teil painten und dann vielleicht die Woche darauf nochmal an dem Bild painten zusammen. Ja, also könnt ihr mir ja gerne mal Bescheid sagen oder ob ich nochmal euch bei der Nymphe vielleicht mitnehmen soll oder bei dem Mädchen mit Hut beim Spazieren. Da kann ich euch ja auch mitnehmen. Das ist ja auch, wie gesagt, angefangen. Aber da habe ich euch noch nicht das Kitting Up dazu gezeigt. Ja, könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Weil ich würde da schon gerne auf die Wünsche von euch eingehen und euch daran teilhaben lassen, dass das schon so ist, wie es für euch am besten passt und wie es für mich am besten passt. Da kann man sich ja, wenn man sich ein bisschen abspricht, immer ein bisschen gegenseitig unterstützen, anpassen. Ne? Aber wie gesagt, könnt ihr mir mal Bescheid geben. Ja, so ist das. Ja, Wetter bei uns ist ja so
Es ist sehr durchwachsen. Mal Sonne, mal Regen. Das ist ja so, was will man machen, ne? Ist ja auch nicht schlimm. An sich ist es nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn dann ja, das Hochwasser passiert oder die Schlammlawinen da kommen. Die waren ja jetzt bei uns auch in der Gegend. Vom starken Regen, dass da sich der Schlamm aus den Hängen gelöst hat oder die Erde sich aus den Hängen gelöst hat, so rum. Ja, das ist schon hart, dass man, weiß nicht, da steht man nebendran, man kann nichts, aber auch gar nichts machen. Ja. Aber gut, was will man auch machen? Die Natur hat dann ihren Lauf. Da ist man leider hilflos. Ja, naja. Gut. Das ist auch eine Sache, die man übersteht. Und dann geht es weiter. Ich bin nur froh, dass da die Unterstützung hier bei uns in der Gegend relativ gut ist. Also da hilft jeder jedem. Und das ist auch, finde ich, nicht selbstverständlich. Da bin ich auch dankbar für. Also, dass da nicht viel, ja, sozusagen rumgemacht wird, sondern es wird angepackt und wird fertig gemacht und dann läuft das Ganze wieder. Genau. Ja, mal lieber ein anderes Thema. So, jetzt haben wir die ganzen Zweier, müssten wir haben. Dann würde ich ja jetzt dazu tendieren, die 7 zu painten. Ich denke, ja, also ihr seht es, da sind noch Steinchen übrig. Das lasse ich dann auch so. Oder sollen wir gerade die 1 noch machen? Die liegt jetzt hier so einsam und verlassen. Aber da könnten wir ein kleineres Schiffchen nehmen. Das ist nämlich nicht so viel. So. Ja, doch, die Qualität der Steinchen sind ja Acrylsteinchen. Ist gut. Also damit bin ich auch sehr zufrieden. Für das Geld passt das. Das ist schon... Man muss sie nur mal richtig legen, junge Frau. Hier. Und dann geht das auch. Ja. Ansonsten gibt es bei uns eigentlich nicht so viel Neues. Es ist sozusagen alles beim Alten. Es ist, ja, sind ja jetzt bei uns hier Ferien. Die Kinder genießen das, ich auch übrigens, also auch wenn ich arbeiten gehe, finde ich es trotzdem schön. Ich mag das unglaublich gerne, wenn die Kinder sich ein bisschen entspannen können und erholen können. Ich glaube, das ist viel wert. Wie gesagt, der Alltag für jeden kommt früh genug.
Und dann kann man auch so mal ein bisschen entspannen. Ja. So ist das bei uns. Tja, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was ich euch noch Schönes erzählen soll. Den Schmetterling hier zu dem Bild, was ich euch ja hier gezeigt hatte, noch dazu, den habe ich noch nicht gemacht. Der liegt noch. Ich wollte jetzt erst den Fuchs mit euch machen. Und ja, dann kommt auch irgendwann der Schmetterling mit diesem Traumfänger dabei. Ja, das ist so. Hier die Eins haben wir ja auch unglaublich viele Steinchen jetzt noch übrig. Waren ja nur ein paar. Aber ich glaube, ich habe sie auch da alle. Wenn nicht, hole ich es nochmal. So, fertig ist die Sache. So, dann haben wir die 3. Jetzt gehen wir doch hier nach der Reihe vor. Fertig. Ups. Da ist mir ein Steinchen auf den Boden gefallen, aber das ist nicht schlimm. Ich denke mal, das sind noch genug Steinchen dabei. Da kommt es auf das eine oder andere Steinchen mehr nicht drauf an. So, starten wir in der Ecke. Also dafür, wie gesagt, dass das hier nur 18 x 18 sein soll, das Bildchen. Wir könnten ja mal die Klebefläche messen, aber ich glaube, das ist 18 x 18 hier. So und nicht so. Also die Klebefläche ist, glaube ich, nicht 18 x 18, sondern die Leinwand insgesamt ist 18 x 18. Aber das können wir auch gleich mal noch nachmessen. Und dann wissen wir es genau. Ich weiß gar nicht, möchtet ihr, dass in den Videos, dass ich euch sozusagen die Klebefläche messe, also da, wo das Bild ist, ob das dann auch diesen Maßen entspricht? Oder habt ihr da nicht so Interesse dran? Ja, dann würde ich das nämlich versuchen, also mit einzubauen, mit dran zu denken, dass wir das nachmessen. Aber meistens ist es ja so bei den Shops, bei den deutschen Shops, wo ich bestelle, dass das passt. Wenn das jetzt 0,5 cm kleiner ist, empfinde ich persönlich das jetzt nicht als schlimm. Also ich finde, das ist völlig im Rahmen, wo ich denken würde, oh, naja, das ist ein bisschen viel, dann, ja, das müssten aber dann schon ein paar Zentimeter sein einfach. Aber wie gesagt, den Fall hatte ich jetzt bei den Shops so noch nicht. Es hat bis jetzt immer gepasst. Ja. Außer jetzt hier, also bei den günstigen Bildern. War das immer die Maße von insgesamt, also insgesamt der Leinwand. Bei denen, wo ich mich jetzt erinnern kann. Ja, aber da könnt ihr mir ja auch mal Bescheid sagen, ob ihr das gerne mit dabei haben möchtet. Oder ob ihr sagt, ach, das interessiert uns eigentlich weniger. Nee, brauchst du nicht machen. Also ich finde bei einem Künstlerbild, ja, doch, sollten die Maße schon der Klebefläche entsprechen. Ja, könnt ihr mir mal Bescheid sagen, wie ihr das seht, ob ihr das genauso seht oder ob ihr eher sagt, ach, ist ja eigentlich egal. Hauptsache,
Das Motiv kommt gut raus. Ich meine, das ja auf alle Fälle. Aber könnt ihr mir mal Bescheid sagen. Das wäre ja auch mal interessant noch zu wissen. Ja. Und dann, ja, wie gesagt, mit den anderen Bildern, ob ihr die noch mal sehen wollt, dann, oder ich kann ja auch mal sozusagen ein Video machen, welche Bilder alles in Bearbeitung sind. Vielleicht habt ihr daran ja auch Interesse, dass ich das, weiß ich nicht, einmal im Monat mache oder alle 2 Monate. Und ja, könnt ihr mir auch mal sagen, ob das was ist, was ihr gerne dabei hättet. Oder ob ihr eher sagt, ach, nö, zeig uns nur die Bilder, das ist schon in Ordnung. Ja. Könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben. Wäre halt schön, wenn ihr mir Bescheid geben würdet, weil dann wüsste ich ja ungefähr, wie ich was ja, einbauen kann einfach. Ja. Dass ich da, wie gesagt, auch mal ein bisschen auf euch eingehe und gucke. Ich freue mich immer, wenn ich ein Video drehen kann, wo ich auch weiß, das wurde sich gewünscht. Oder da besteht Interesse. Ja. Weiß nicht, das macht mir halt auch sehr, sehr viel Spaß dann, die Sachen. Aber dazu müsste ich halt wissen, was gewünscht ist oder wo das Interesse liegt einfach. No. Ja, so ist es. Ja, und dann müsst ihr mir, wie gesagt, noch Bescheid geben. Oh je, ihr habt jetzt aber viel zu tun, muss ich ehrlich gestehen. Ob ihr wollt, dass ich das Bild hier eher alleine fertigstelle oder ob ich euch da komplett mitnehme. Das ist auch noch interessant. Oh je. Ja, so ist das. Wenn man so viele Fragen hat. Fragen über Fragen. Ja. Aber gut. Und ich bin bei sowas jetzt immer ganz froh, wenn ich dann eine größere Fläche oder vereinzelte Punkte schon habe, da kann ich immer das Schiffchen so ein bisschen da drauf legen. Und dann passt das. Also dann klebt mir das nicht so fest. Manchmal klebt es auch fest, aber das gibt mir ja zum Glück einigermaßen gut ab. Ne? Und ihr seht es, die Steinchen lassen sich auch ganz gut schieben. Ja, ja, das ist schon schön. Gut, dass das jetzt so ein bisschen kippelt, das Schiffchen, aber mein Gott, das ist auch nicht schlimm. So ist es. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal die 3 hier noch fertig und dann habe ich euch schon lang genug zu geredet. Dann könnt ihr mir, wie gesagt, Bescheid sagen, wie ihr es gerne wünscht mit dem Bild. Ob ich euch nur nachher das Finish zeigen soll oder ob ihr gerne weiterhin mitgenommen werden wollt, einmal komplett, oder ob ihr nur sozusagen am Schluss nochmal mitgenommen werden wollt. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, doch. Das ist schon süß hier mit den Pfötchen und dem kleinen Schnäuzchen da. Das ist schon goldig. Ne?
Jetzt gibt der Stift auf. Der braucht wahrscheinlich neues Wachs, denn das Wachs hier drin ist schon ein bisschen länger. Schon ein wenig länger drin. Aber das ist auch nicht schlimm. So. Dann schauen wir mal weiter. Noch ein bisschen schieben. Aber ihr seht, es ist alles abgedeckt von den Symbolen, Zahlen. Von daher, Entschuldigung, jetzt war ich aus dem Bild, von daher passt das doch. Ja, sagt mir gerne mal Bescheid, wie ihr es wünscht. Und dann geben wir mal die 3 zurück. Und dann würde ich nachher mit euch zusammen weitermachen, wenn ihr das möchtet. Oder euch das Finish zeigen. Ja. So, hole ich euch noch mal raus. Und dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir gern ein Däumchen da, wenn ihr möchtet. Das würde mich natürlich freuen. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.